So. Sieht also so aus, als wären die Robo-Bros endlich da, um mir die Arbeit zu stehlen. IT is over. Ja, ich habe in letzter Zeit vermehrt Nachrichten von euch bekommen, ob es sich überhaupt noch lohnt, Informatik zu studieren, wenn KI doch in den nächsten 3 bis 5 Jahren dann alles selbst macht. Und ja, natürlich, so lange muss man planen, denn so lange dauert einfach ein Studium. Bevor ihr jetzt allerdings schon mal vorsorglich eure Informatikbücher verbrennt und anfangt, Konserven zu horten, hört mir ganz kurz zu. Als zertifizierter Nerd und vor allem Dozent für Informatik kann ich euch sagen, dass es immer noch eine sehr gute Idee ist, Informatik zu studieren. Auch wenn künstliche Intelligenz vor der Tür steht. Allerdings mit einem kleinen Twist. Erinnert ihr euch an Devin, den KI-Softwareentwickler, der vor einiger Zeit das Internet hat durchdrehen lassen? Es hat sich herausgestellt, dass der eigentlich nur ein Hoax war. Ein klassischer Fall von zu schön, um wahr zu sein, morgen muss ich doch meine Arbeit immer noch selber machen. Aber die Sache ist die Idee eines KI-Agenten, der programmieren kann, Fehler beheben kann und Probleme lösen kann, ist nicht mehr so weit hergeholt, wie wir vielleicht denken. Nehmen wir zum Beispiel OpenDevin. Dieses Open-Source-Projekt zielt darauf ab, eine legitime Version davon zu schaffen, was Devin sein wollte. Und es ist nicht das einzige Projekt dieser Art, nicht mal annähernd übrigens. GitHub Copilot Workspaces, bester Name, danke Microsoft, Amazon Q Developer und eine ganze Reihe anderer KI-gestützter Tools, die tauchen schneller auf, als wir unseren neuen Herrschern huldigen können. Die ganzen Tools hatte ich ja kurz im letzten Newsletter angesprochen. Eine tolle Gelegenheit übrigens, da mal vorbeizuschauen. Ich weiß, schamlose Eigenwerbung. Apropos, ich möchte euch heute Infomaniac vorstellen, den ethischen Cloud-Anbieter aus der Schweiz. Infomaniac ist der Gegenpol zu all den Dienstleistern, die wir eigentlich gerne hinter uns lassen würden und legt den Fokus ganz bewusst bei ihren Diensten auf Privatsphäre und nutzt einfach gar keine Kühlung für ihre Datenzentren, sondern beheizt damit halt einfach bis zu 6000 Haushalte in der Umgebung, was ich wahnsinnig faszinierend finde. Alle Dienste sind in der Schweiz in eigenen Datenzentren gehostet und sind komplett eigene Entwicklungen, mit Ausnahme natürlich der Open-Source-Anwendungen, bei denen sie auch Contributor sind. Sie haben natürlich Hosting im Angebot, aber haben auch direkt fertige Lösungen für zum Beispiel Datenspeicher, Mail, Office und sogar Chat. Ich möchte euch aber ein ganz besonderes Beispiel geben, über das ich mich persönlich in meinem Studium so sehr gefreut hätte und das auch immer noch sehr gut brauchen kann. Passt zum heutigen Thema. Bei Swiss Transfer von Infomaniac könnt ihr einfach so bis zu 50 GB an Daten an Freunde, Familie und so weiter schicken. Wir mussten unsere Archive damals während dem Studium zum Beispiel immer in Mini-Archive aufteilen und dann eben umständlich über mehrere von diesen Dingern oder alte Tools verschicken. Ihr müsst euch nicht anmelden, die Daten bleiben bis zu 30 Tage online und eure Freunde können sie einfach dann runterladen, wann sie wollen. Dabei wird alles in der Schweiz geparkt und nicht in irgendwelchen datenhungrigen Ländern. Geld verdient Infomaniac dabei zwar keins, im Gegenteil, aber sie sehen es als Marketing für ihre Cloud, die ihr auch mal gerne auschecken könnt. Wir haben diese Woche auch schon gesprochen und ein paar tolle Projekte gebrainstormt. Falls ihr natürlich Lust drauf habt, dann schreibt mir das ganz gerne unten in die Kommentare. Aber dazu wann anders mehr. Um euch aber heute zu zeigen, wie gut Swiss Transfer funktioniert, habe ich mal ein kleines Goodie für euch. Ich bastle gerade an einem richtigen Musikalbum mit KI. Ich kann noch nicht genau sagen, in welche Richtung das gehen wird, das ist mehr ein Experiment. Aber die ersten 100 Leute, die den Link unten in der Beschreibung nutzen, können schon mal einen Song, den ich mit KI erstellt habe, herunterladen. Gehostet bei Swiss Transfer von Infomaniac. Einen riesigen Dank an Sie und ich freue mich schon sehr auf weitere Projekte mit Ihnen. Okay, ich weiß, was ihr jetzt denkt. KI kann jetzt also Bilder erstellen, Musik machen, programmieren und wahrscheinlich bald auch Software entwickeln oder kann es spätestens, bis ich mit dem Studium fertig bin. All das ohne Probleme. Sind ja auch nochmal 5 Jahre Minimum. Dann konzentriere ich mich wohl lieber auf angewandte Freizeitwissenschaften. Das kann man übrigens wirklich in Bremen studieren. Aber immer mit der Ruhe, meine lieben angehenden Hexen und Hexors, AI-Agents ersetzen uns nicht. Zumindest nicht direkt. Sie erleichtern uns die Arbeit in erster Linie. Denn ihr müsst das gesamte Bild kennen. Informatik ist nämlich weitaus mehr als nur Programmieren und sogar weit mehr als nur Software zu entwickeln, auch wenn ich euch immer zeige, wie gut KI schon in allen möglichen Dingen ist. Ich habe bereits einige Benchmarks durchgeführt. Viele Aufgaben, die ein Informatiker klassischerweise durchführen musste, könnte ich euch wahrscheinlich automatisieren. Algorithmen optimieren, Refactoring mit KI, sogar Cybersecurity. Ihr kennt meine ganzen Benchmarks. Und ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich beim händischen Coden nie KI frage. Aber auf der anderen Seite habe ich davor auch schon nach meinen Problemen gegoogelt. Und wenn ich nichts gefunden habe, habe ich mir
zumindest überlegt, auf Stack Overflow zu schreiben, mir dann aber überlegt, dass ich dafür vermutlich für die nächsten 2 Wochen depressiv sein werde und dann das ganze Projekt in den Müll geworfen. Und wenn irgendjemand behauptet, er wüsste alles, was es in der Informatik gibt, dann wisst ihr, dass diese Person lügt. Dennoch ist KI ein Tool, wenn auch ein sehr wertvolles. Wir Informatiker schreiben schon lange nicht mehr Code, so wie wir das vor 20 Jahren gemacht haben. Lochkarten, Assembler, selbst C oder C++, das ist alles mittlerweile für die meisten von uns kein Alltag mehr. Trotzdem nutzen unsere Rechner noch immer intern Assembler-Code. Code, den wir schreiben, soll definieren, wie etwas läuft. Die Details, die nicht absolut notwendig sind, werden dann wegabstrahiert und vom Compiler bzw. der Umgebung hinzugefügt. Nehmen wir Python mal als Beispiel. Eine Sprache, mit der selbst Firmen wie Google und Meta arbeiten. Es gibt keine verpflichtenden Typen in Python und ihr müsst euch nicht selbst um das Freigeben von Speicher kümmern. Denn in den meisten Szenarien kann das die Sprache zumindest gut genug. Arbeiten wir hingegen mit extrem eingeschränkten Chips, müssen wir all das immer noch selbst machen. Was ich sagen möchte, wir nutzen schon längst Tools, um den ganzen Prozess des Codens, des Softwareentwickelns vorwärts zu treiben und effizienter arbeiten zu können. Die Problematik, dass man dann den Prozess dahinter nicht mehr versteht, die gibt es schon längst. Ich selbst habe keine Ahnung, wie Python seinen Speicher verwaltet oder wie genau der Treiber meiner Grafikkarte meine Speicherzugriffe optimiert. Sich auf ein Tool mehr zu verlassen, und nichts anderes ist KI, ist da gar kein so großer Schritt, wenn man ehrlich ist. Aber das heißt nicht, dass KI kein Gamechanger ist. Nehmen wir uns einen GPT-42 als perfekte Blackbox herbei. Veröffentlichungsdatum der 1.1.2030, kurz nach eurem Abschluss im Oktober 2029. Hey GPT-42, erstell mir die Bootstrap Academy. Mach dort bitte das neue Feature Matchings fertig. Nehmen wir dann an, GPT-42 würde das wirklich vollständig für mich fertig entwickeln. Selbst entscheiden, welche Libraries wir brauchen, wie genau alles zusammenkommt, wie Informationen in dem ganzen Datenkram fließen, wie die Datenbank aussieht und sogar geändert werden muss und so weiter. Selbst die Administration. Nehmen wir all das einfach mal an. Das wäre im Grunde ein weiteres Abstraktionslayer. Bis wir dahin kommen, dauert es natürlich offensichtlich noch ein ganzes Stück. Aber selbst wenn wir das annehmen, brauchen wir einen wichtigen Faktor. Die Entscheidung. Was genau wollen wir denn in dem Feature Matchings wirklich drin haben? Wie genau kann das oder soll das aussehen? Kann man das vielleicht auch verändern? Momentan sind Änderungen an Software unfassbar teuer. Kann ich mir den Prototypen direkt aber ansehen und verändern, dann ist das natürlich super angenehm. Doch halt mal, ist das überhaupt die Tätigkeit eines Informatikers? Macht das nicht irgendwie der Chef entscheiden, was wo an Features reinkommt? Was als nächstes gemacht werden muss, ist längst auch eure Mitentscheidungsaufgabe als Informatiker. Ich weiß nicht, wie das bei jedem von euch ist, aber wenn ich Software entwickle, verbringe ich am wenigsten Zeit mit dem eigentlichen Programmieren. Ich habe mal eine Statistik gemacht für dieses Video hier, basierend auf dem, wie ich in der letzten Zeit gearbeitet habe. Für mich selber, wenn ich so arbeite. Das dürft ihr übrigens sehr, sehr gerne unten in den Kommentaren mal mit euren Zeiten ungefähr ergänzen. Das ist ein spannendes Experiment. Guckt da gerne mal wirklich rein. Also, administrative Aufgaben, sowas wie E-Mails und Nachrichten beantworten, brauchen 10% meiner Zeit. Dokumentation schreiben, Berichte schreiben, all das auch 10%. Deployment, also das tatsächliche Veröffentlichen von Projekten, ungefähr 5%. Workshops, Konferenzen oder andere Trainings 10%. Testen auch 10%. Softwareplanung 15%. Meetings wie Stand-ups und so weiter 20%. Bleiben noch etwa 20% der Arbeitszeit fürs eigentliche Coden. Aber nicht alles Coden ist wirklich Coden. Von diesen 20% Codezeit ist etwa 70% Debugging, Refactoring oder Code Reviews. Und dann komme ich bei einer insgesamten Zeit von grob 6% raus, in der ich wirklich mit dem Schreiben von neuem Code, neuen Features verbringe. Bei einer vollen 40-Stunden-Woche sind das gerade mal 2,5 Stunden, in der wirklich neue Features entwickelt werden. So, und jetzt wundert man sich plötzlich nicht mehr, warum neue Features so ewig dauern, würde ich sagen. Wenn wir jetzt da KI einfließen lassen, lässt sich meine Arbeit natürlich drastisch optimieren. E-Mails, Dokumentation, gerade die gottverdammten Berichte, Fortbildung, Tests, selbst die Softwareplanung kann man optimieren. Man kann sich also wieder eher auf das konzentrieren, was wirklich eine Veränderung erzeugt, und die ist dringend nötig. Manche Firmen sind deswegen schon seit einer Weile dazu übergegangen,
einen Manager nur für seine ITler und Entwickler einzustellen, weil so wenig aktive Zeit mit dem Projekt verbracht werden kann. Manche Firmen haben einen Manager, der sich da um ein ganzes Team kümmert. Da ich mich aber selbst manage, ist das bei mir vielleicht auch ein bisschen arg extrem. Ich weiß nicht genau, dürft ihr wie gesagt gerne unten ergänzen. Habe ich nun aber eine KI, die Teile von all dem abnehmen kann oder gar Teile ganz automatisiert, wie GPT-42 das in unserem Beispiel gemacht hat, würde uns das drastisch entlasten und uns wieder zurückbringen in diese kreative Ecke zu, was soll die Software eigentlich wirklich sinnvollerweise können. Das war bei mir, um ehrlich zu sein, auch der Grund, warum ich Informatik studiert habe. Coden ist mehr ein Werkzeug, eine Art Mittel zum Zweck. Und wenn man sich das Studium ansieht, dann sieht man das auch eigentlich an den Vorlesungen. Wir hatten eine Vorlesung zum Programmieren. Das entspricht grob 4% des Studiums, soweit ich mich erinnere. Der Rest waren Mathe, Algorithmen, Softwareentwicklung und so weiter. Mathe, obwohl wir übrigens schon sehr lange Taschenrechner haben. Tja, aber was sind wir denn dann? Wenn plötzlich eine Person im Endeffekt einen signifikanten Teil der Software selbst verwaltet, sind wir in diesem Endszenario mehr die Product Owner der Software, die sich um Pflege, um Fehler und um neue Feature-Wünsche kümmern. Wir kümmern uns also dann darum, dass wir einen Sinn und Zweck mit unserem Projekt erfüllen. Kommen wir nochmal zurück zu den Fächern im Studium. Wie ihr wisst, bin ich nicht hauptsächlich Softwareentwickler. Heutzutage entwickle ich fast gar nicht mehr selbst, sondern bin mehr ein Berater. Dort ist es sehr wichtig, ein breites Wissen zu haben. Im Studium lernt ihr nicht nur zu programmieren. Ihr lernt auch Cybersecurity, ihr lernt etwas über Echtzeitsysteme, die ohne Verzögerung funktionieren müssen. Ihr lernt über KI oder Grafikentwicklung. Und das ist auch wichtig und richtig so, denn im Normalfall arbeitet ihr an Software, die ein Problem lösen soll. Beispielsweise ein Spiel. Dann müsst ihr nicht nur Software entwickeln können, sondern auch mit sehr hohen Lasten umgehen. Gleichzeitig müsst ihr Server administrieren und Netzwerkcode optimieren. Damit ich zum Beispiel bei Dead by Daylight nicht so hart am Lecken bin. Nehmen wir an, GPT-42 hat dieses extrem breite Wissen und kann alles davon selbst machen. Dann ist es noch immer an euch zu sagen, was optimiert oder getan werden muss. Ihr müsst also auf YouTube gehen und herausfinden, dass viele Spieler gerade in Dead by Daylight Lags haben. Und selbst wenn das nicht an einem Bug bei euch liegt, selbst wenn euer Code fehlerfrei läuft, kann es auch einfach sein, dass ihr irgendwas nicht bedacht habt. Zum Beispiel der Serverstandort, die Architektur, wie das ganze Spiel läuft. Das kann KI so autonom nicht untersuchen und wird sie vermutlich auch nicht so bald können. Denn es gibt da draußen so viele verschiedene Setups, so viele verschiedene unterschiedliche Meinungen und Feature-Wünsche, die nicht alle sinnvoll sind. Lasse ich die KI einfach nur blind drauf los und baue zum Beispiel das perfekte Unreal Engine 5 Game, was wunderschön aussieht, dann läuft es bei vielen wahrscheinlich nicht, weil nicht jeder so einen starken Rechner hat. Mache ich zum Beispiel aber bei Dead by Daylight Survivor stärker, was wir Survivor-Mains schon ewig fordern, hat das Spiel vielleicht nicht mehr genug Killer. Und dann kann man einfach nicht mehr spielen. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Man kann es nicht allen recht machen. Man muss balancieren. Ich sehe nicht, wie eine KI das hinbekommen kann. Aber sie kann helfen, die ganzen Meinungen und Stimmen rauszufiltern und euch sortiert zu geben. Die größte Herausforderung liegt aber gar nicht mal dabei, was KI kann, sondern was wir damit machen. Ha, schau mal, noch so ein No-Brainer, ne? Was meine ich denn damit? Gleich zwei Aspekte sogar. Ich starte mal mit dem ersten. Momentan sehe ich, wie das gesamte Internet in zwei Lager zerbricht. Lager 1, KI macht uns alle bald arbeitslos und bedeutet den Ende des Kapitalismus, weil wir bald alle nicht mehr arbeiten müssen. Der gute Sam Altman gehört da übrigens auch schon so ein bisschen dazu mit seiner WorldCoin. Lager 2, KI halluziniert und kann gar nichts. Das wird bald alles wieder verfliegen und wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Gehen wir mal realistisch dran. KI ist momentan definitiv besser als jeder Mensch, der sich mit dem Thema X noch nie beschäftigt hat. Offensichtlich. GPT-4 wird offensichtlich meine Freundin outperformen, wenn es ums Coden geht, weil sie in ihrer Jugend mal HTML gemacht hat und das war's dann eben. Aber zumindest jetzt aktuell können wir KI noch nicht alleine zum Erstellen von komplexer Software einsetzen. Ich habe in jedem komplexeren Stück Code, das von KI erstellt wurde, mindestens ein paar Sachen auszusetzen. Vielleicht ein bisschen anschaulicher. Gebt etwas bei Midjourney ein und lasst euch ein Bild erstellen. Dieses Bild wird bei einem kurzen Prompt vielleicht ganz okay passen. Wenn ihr aber ein außergewöhnlich kompliziertes Bild mit sehr vielen Details beschreibt, wird das nicht jedes Mal genauso aussehen wie das, was ihr da eigentlich eingegeben habt. Bilderstellung ist eigentlich das, was schon am ausgereiftesten ist von KI. Das gibt es eigentlich am längsten. Man könnte sagen, die KI versucht es, so gut sie kann,
aber sie kommt halt nicht immer hin. Ähnlich ist es bei IT. Einfache Themen sind kein Problem. Komplexe Software hingegen, meh. Dazu sage ich aber noch. Natürlich wird das immer und immer besser. Und damit werden natürlich auch immer komplexere Aufgaben möglich. Zu sagen, dass es keinen Impact hätte, wäre gleichbedeutend wie allen noch lernenden Informatikern alle Kompetenzen abzusprechen. Sowas wie, der ist ja nur Werkstudent und kann nichts, weil er hat ja noch keine 10.000 Stunden mit Coden, das ist halt einfach Quatsch. Auch Profi-Informatiker machen übrigens Fehler. 15 bis 50 Fehler auf 1000 Zeilen Code, das sagt Steve McConnell. Dafür gibt es ja Code-Reviews. Dafür gibt es dann die oben genannten Felder, die noch zu unserer Aufgabe gehören. Aber sich zu weigern, eine KI für Fehlerfindung zum Beispiel einzusetzen, das ist einfach überheblich. Die Wahrheit liegt also wie immer zwischen Lager 1 und Lager 2. Und jetzt kommt eure Rolle als Informatiker, den Leuten, die Softwaresysteme und Automatisierungssysteme entwickeln und anwenden. Ihr müsst natürlich genau wissen, was schon gut geht, was vielleicht sogar den Menschen übertrifft, hier mal AlphaFold als Beispiel genannt, und was noch nicht geht. Ihr müsst also am Zahn der Zeit stehen und euch kontinuierlich weiterentwickeln. Das war aber auch schon immer so. Man konnte theoretisch früher auch schon Grafiken wie in Unreal Engine 5 produzieren, aber niemand hat halt die Rechenleistung gehabt. Und so wie sich das Feld der KI verändert, verändern sich natürlich auch eure Aufgaben. Und dann liegt es an euch, die existierenden KI-Systeme sinnvoll einzubauen. Ein Beispiel KI-Code-Reviews. Da dürfen mir die alten Hasen, die das Video schauen, mal kommentieren, bei wem im Betrieb sowas wirklich schon gemacht wird. Wer lässt eine KI wirklich drüber schauen, ob das in Ordnung geht? Ich persönlich mache das immer, aber ich habe von noch niemandem sonst irgendwie was gehört, dass das tatsächlich im Beruf angekommen ist. Zumindest nicht eben in einem beruflichen Kontext. Und da kommen wir zum großen limitierenden Faktor, dem Menschen. Warum habt ihr noch keine automatischen Code-Reviews? Weil es mit einigen Bereichen im Unternehmen einfach noch nicht zusammenpasst. Weil irgendwas drumherum nicht passt oder nicht geht. Oder auch, weil manche Kollegen sich weigern, die KI ihren Job machen zu lassen. Hier geht es sehr, sehr viel um Aufklärung, um Mentalität und um Angst. KI sollte nicht den Job wegnehmen, sie sollte den Status verbessern als ein mächtiges Tool. Genau diese Mentalität ist der Grund, warum wir beispielsweise bei der Digitalisierung so weit abgeschlagen, weit hinten liegen, wenn wir mal unsere Behörden angucken. Angst davor, den Job zu verlieren, heißt natürlich nicht gerade, dass Digitalisierung besonders hoch auf der Prioritätenliste steht. Dass aber der eigene Job sich auch wandeln kann und nicht wegfallen muss, das muss sowohl bei den Chefs ankommen, als auch bei den Angestellten. Mal angenommen, unsere Ämter wären wirklich voll digitalisiert, würden beispielsweise nicht Anträge wochenlang unbearbeitet bleiben, oder gar Mahnungen verschickt werden, weil die Lastschrift nicht eingearbeitet wurde. Und ja, da spreche ich aus Erfahrung. KI ist eigentlich genau gleich. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass KI alles schafft, vor allem nicht direkt schon jetzt. Dazu sind die Prozesse einfach viel zu kompliziert. Baut man aber beispielsweise KI dort ein, wo es leicht geht, werden Ressourcen, wird menschliche Zeit frei für die Optimierung und die tatsächliche Verbesserung. Überlegt mal, wenn wir bei der Arbeit nicht gestresst werden, sondern kreative Zeit hätten, um überlegen zu können, was eigentlich sinnvoll wäre. Diese Mentalität zu stärken, das ist halt tatsächlich mittlerweile auch Teil der Informatik. Ich kenne das leider oder zum Glück sehr gut aus dem Bereich Cybersecurity. Die meisten sehen es als notwendiges Übel an, irgendwas mit Cybersecurity zu tun, wenn überhaupt. Und ich bin schon froh, wenn sie es überhaupt als notwendig erkennen. Da muss sehr viel aufgeklärt werden und Ängste müssen genommen werden. Cybersecurity ist da schon relativ weit gekommen, würde ich sagen. Zum Glück. Und selbst dort fehlt es nach Jahren der Aufklärungsarbeit noch an so vielen Ecken. Aber einen letzten Punkt möchte ich auch noch ansprechen. Wenn wir wirklich menschliche Ressourcen haben, haben wir, wie ich gesagt habe, mehr Zeit zu überlegen, was wirklich sinnvoll ist und was wir noch brauchen. Ressourcen offen zu haben, muss nicht heißen, man hat nichts mehr zu tun. Wenn ich plötzlich durch GPT-42 42 mal so effizient bin, dann heißt das nicht, dass meine 42 Kollegen nicht mehr in meinem Team nötig sind, sondern eher, dass ich 42 mal so viele Features auf einmal einbauen kann. Neue Projekte hat, denke ich, jeder von uns im Kopf oder zumindest neue Features, die man bei der Software von der Arbeit erstellen kann. Und genau das beschäftigt so viele Unternehmen. Auf dem GitHub der Bootstrap Academy sind aktuell 67 Issues offen. 67. Wenn ich die alle gefixt hätte, wäre ich aber nicht mal annähernd mit dem Backlog fertig. Ich habe noch auf meinem privaten Backlog für die Academy etwa 62 sehr große Features geplant, die so viel Aufwand sind, wie etwa 10 von denen, die gerade auf GitHub sind. Und dann ist der Code noch nicht refactored
oder gar überarbeitet und die UI optimiert und verbessert. Limitierend sind hier die finanziellen Ressourcen, die wir haben, die Zeit, die wir haben und unsere eigene Kreativität, beziehungsweise natürlich das Feedback unserer Nutzer. Aber da sehe ich euch, die angehenden und die aktiven Informatiker. Sollten wir in der Lage sein, wirklich mehr zu erstellen, müssen wir plötzlich verantwortungsvoll damit umgehen, das alles gut und sinnvoll anzuordnen. Das ist übrigens ein Problem, was ich bei vielen Microsoft-Produkten immer wieder bemängle. Es gibt sehr, sehr viele Features, aber die will ich eigentlich gar nicht. Software sollte einfach intuitiv nutzbar sein. Und für die Academy gilt dasselbe. Aktuell ist sie einfach zu kompliziert. Manchen gefällt das, aber eben nicht allen. Und machen wir jetzt noch mehr Features rein, dann müssen die alle selbsterklärend sein, damit nicht alles bloated wird. Dazu muss man viel mit seinen Nutzern sprechen und natürlich braucht auch das Zeit. Wenn ihr jetzt sagt, YouTube oder Instagram brauchen nichts mehr. Für YouTube kann ich euch als YouTuber persönlich gleich mal 25 Features nennen, die uns seit Monaten versprochen werden und die UI von Instagram ist aus dem allerletzten Höllenkreis persönlich geflogen. Aber selbst die haben das Problem. Also ja, Informatik lohnt sich durchaus noch zu studieren. KI wird zwar immer besser werden, aber das heißt nicht, dass sie alles kann oder dass sie gar überall sinnvoll eingesetzt wird. Und dazu kommt die Entscheidung, die man treffen muss und die Menschen dahinter, die durch den Prozess geführt werden. An der Stelle kann ich vielleicht mal ganz kurz droppen, dass ich sogar an einem Buch wohl zu dem ganzen Thema arbeite. Wenn ihr also Eindrücke oder Aspekte mitgeben wollt für mich, bitte schreibt mir. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Bewerbung. Bis zum nächsten Mal im Cyberspace.